Am Morgen nach einem Traum habe ich diese Zeichnung gemacht. This is the river. Okay. Yes. Okay, I see. Yes. And that's very possible, you see? Because here it is. Yes. Right. You can see. This is this. Right. Darum sind wir hierher gereist, weil er glaubt, dass er schon einmal hier war. Ich denke, das ist tatsächlich so. Sie erinnern sich an ein früheres Leben. Hans Fickler und seine Begleiter sausen los, die alte Landkarte im Gepäck. Mitten in die Maisfelder hinein, ins schier endlose Labyrinth aus grünen Stauden. Was wäre, wenn auf diesem Flecken Land beim Missouri gar noch ein Haus, eine Ruine stünde? Im kleinen Auto kommt richtige Abenteuerstimmung auf. Weißer Mann wollte bauen, Eisenbahn, ja, ja, ja. Da sprach der alte Häuptling der Indianer, wild ist der Westen, schwer ist der Beruf. Uff! Dann ist die Fahrt in die Maisfelder abrupt zu Ende. Der Missouri hat vor kurzem die ganzen Felder überschwemmt. Ui, das sieht... Traktor kommt schon durch, aber... Das ist verrückt. Das ist ja ein See. Der Boden ist fest, aber... Da hat's geregnet. Hier hat's geregnet. Ein Traktor würde es schaffen, aber ein Personenwagen hat Schwierigkeiten. Wir sind an unsere Grenzen gestoßen und jetzt müssen wir umkehren. Jetzt müssen wir scheinbar umkehren. Hi. So, ja. Enttäuscht, aber nicht entmutigt, drehen sie für heute um. Siegfried Rick verspricht Hans Fickler, bald wieder herzufahren. Einige Monate später berichtet der neue Freund in einem Brief, er habe tatsächlich eine Ruine gefunden. Willkommen in unserem Archiv. Empfang des Archivars Bill Gonzales im Eisenbahnmuseum Omaha, Nebraska. Hans Fickler ist inzwischen eine Station weiter auf der Recherchereise durch sein früheres Leben. Hier sucht er alte Fotos, die mit seinen skizzierten Eisenbahnträumen übereinstimmen könnten. Alte Dampflokomotiven und Depothallen. Die hatten dort Drehscheiben und Gruben, wo die Männer unter die Lokomotiven stiegen, um sie zu reparieren. Jedes Foto gleicht Hans Fickler mit den Bildern im Kopf ab. Aha. Yes. Ich kenne den Kuhfänger hier. Die Lampe ist wegmontiert. Das ist fürchterlich nah. Völlig verrückt. Ganz verrückt. Das Dach war auch ein Glasdach. Das konnte man kippen. So Kippe aufmachen. Geduldig sucht Bill Gonzales alle Dokumente aus der betreffenden Periode hervor. Doch mit der Zeit wundert sich der Archivar schon über den speziellen Gast. Ich glaube, ich habe hier gearbeitet. Yes. What did you do? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, ich war ein Aufseher. I was a controller. Bill Gonzales wird stutzig. Dieser alte Mann will hier gearbeitet haben vor 150 Jahren. Klingt das seltsam für Sie? Nein, ich denke, es gibt viel mehr, als wir verstehen können. Auf jede Antwort kommen neue Fragen. Aber ja, ich kann mir gut vorstellen, dass er die Träume und Erfahrungen von jemand anderem hat. Einerseits sind solche Erfahrungen wunderbar, aber andererseits sind sie auch belastend.
Belastung. Sie verstehen mich ein wenig. Das ist gut. That's good. Ich habe auch solche Träume. Oh, wundervoll. Mich freut das ungemein. Mich freut es ungemein, dass wir wieder auf jemanden stoßen, der so denkt wie ich. Wo in dieser Hinsicht eben denkt, es könnte sein. Ja. Es war ein langer Weg für Hans Fickler. Von diesem erschütternden Nahtoderlebnis und den ersten Träumen aus einer anderen Welt bis zu seinem ersten Besuch in dieser anderen Welt. Heute ist der alte Mann überzeugter denn je, dass seine Seele bereits einmal hier war. Fahren über Ischut, Orléans. Hans Fickler nähert sich auf seiner Forschungsreise dem letzten Ziel. Coudersport in Pennsylvania. Dort hofft er, die Urenkelin seines früheren Ichs zu treffen. Sie lebt noch immer in diesem kleinen Kaff, wo sich die Ficklers vor 150 Jahren niederließen. Das ist mein Vater und Fred Baker Yes. mit ihrer Oma. Und das ist Edward, mein Großvater. This was Edward. Gottliebs Sohn. Haben Sie ein Foto von Gottlieb? Das ist das einzige, welches wir haben. Er war da schon sehr alt. Das ist Gottlieb. Das ist Gottlieb. Gottlieb. Gottlieb, als der er möglicherweise schon einmal gelebt hat. Und hier ist Gottliebs Testament. Die heute 91-jährige Urenkelin öffnet das Familienalbum, als wäre Hans Fickler ein ganz normaler Verwandter und sein Besuch ein normaler Kaffeeklatsch. Hier sind die Volkszählungsunterlagen von 1870 und 1860. Sie hat Dokumente, die ich noch nie gesehen habe. Die ich noch nie gesehen habe. Es waren einige deutsche Familien, die zur gleichen Zeit einwanderten. Die lebten alle in derselben Region und waren Bauern und kamen später ins Dorf. Ich glaube, als Bauarbeiter oder Schreiner. Das wäre dann meine Frau. Und das ist er, Gottlieb Fickler. In diesem Körper glaubt er bereits einmal hier gewesen zu sein, vor 150 Jahren. Es ist komisch. Ich selber habe keine Rückerinnerungen, aber ich habe von Leuten gehört, die das auch erlebt haben und die aus tiefem Herzen daran glauben. Niemals würde ich sagen, dass sie falsch liegen. Ein Getriebener kommt an. Nach 40 Jahren der Suche glaubt Hans Fickler, dass er seine Wahrheit gefunden hat. Ich sehe meinen eigenen Namen hier. Wenn wir es überspitzt formulieren, stehen Sie an Ihrem eigenen Grab. Ja. Das ist so. Ich würde sagen, ich nehme es an. Zu 90% ist es so. 10% ist noch. 10% sind offen. Die muss ich noch abklären. Aber es ist ein verrücktes Gefühl. Ein verrücktes Gefühl. Ja, ich glaube, wenn ich meine Aufgabe hier erfüllt haben werde, dann wäre es wirklich schön zu wissen, dass ich wieder dorthin zurückkehren könnte. Dass wir wieder dorthin zurückkommen.